Der Hilferuf des Hirsches hallte durch den stillen Raum. Ohne einen weiteren Moment des Nachdenkens zu brauchen, stürmte der Mann auf die Quelle des Geräusches zu, seine Hände umklammerten die Zange und sein Blick war entschlossen. Bei jedem Schlag schnitt jede scharfe Stahlstange in seine Hand, aber er spürte keinen Schmerz. Alles, was er damals dachte, war, wie er dem Reh bei der Flucht helfen konnte, damit es keine weiteren Schmerzen erleiden musste. Im Handumdrehen riss das neue Seil und das Reh rannte ohne zurückzublicken davon, als wolle es all den Schmerz vergessen, den es gerade erlebt hatte. Er blickte es an und hoffte nur, dass es überleben würde, ohne auf eine Antwort zu warten. Aber das Leben hat immer seine eigene Art, freundliche Taten zu würdigen. Als er am nächsten Morgen im Haus saß, hörte er ein leises Geräusch vor der Tür, er stand schnell auf und schaute hinaus. Sein Herz klopfte, als er das vertraute Bild des Hirsches sah, der dort stand, als hätte er schon lange auf ihn gewartet. Es sah ihn freundlich an, seine Augen leuchteten, als wollte es sich auf seine Art bedanken. Aus Angst, dass das Reh in Gefahr geraten könnte, weil es wieder auf der Suche nach Nahrung war, fügte er eine Flasche warme Milch hinzu, um es einzuladen. Bevor er sich verabschiedete, tätschelte er sanft den Kopf des Hirsches, nicht nur um ihn zu trösten, sondern als Versprechen für das nächste Treffen. Auch das Reh spürt nach und nach bei jeder Fütterung und Liebkosung die aufrichtige Fürsorge und Zuneigung von ihm. Auch wenn er es nicht sagte, begann er eine Verbundenheit zu spüren, eine Nähe, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Von da an besuchte ihn das Reh häufiger, eine Beziehung, die sich im Laufe der Zeit allmählich aufbaute. Das Tier stand nicht mehr wie üblich vor der Tür, nicht mehr schüchtern wie zuvor, sondern betrat dieses Mal das Haus, wo es sicher willkommen sein würde. Der Hirsch ist bei seinem Erscheinen nicht mehr scheu, sondern geht manchmal sogar proaktiv auf andere Menschen in seiner Umgebung zu. Obwohl die Gefühle zwischen ihnen enger wurden, entschied er sich immer noch nicht dafür, den Hirsch in seinem Leben einzusperren. Anstatt es beizubehalten, entschied er sich dafür, eine besondere Freundschaft aufzubauen, nicht als Haustierbesitzer, sondern als zwei freie Individuen, die einander respektierten. Die Zeit verging, auch das Reh wurde erwachsen, und eines Tages stellte er zu seiner Überraschung fest, dass es nicht mehr allein war. Der Hirsch erschien mit einem neuen Familienmitglied, seinem ersten Kind. So begann das Tier jedes Mal, wenn es die Gelegenheit dazu hatte, seine kleine Familie mitzubringen, um es zu besuchen. Manchmal genügt eine kleine Aktion, um ein Leben zu verändern und schöne Momente zu hinterlassen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.